Ja, ich habe hier sehr gute Gesellschaft. Links neben mir sitzt der Karim Adeyemi und rechts neben mir sitzt der Marcel Sabitzer. Eigentlich zwei unterschiedliche Typen. Ich glaube, Karim hört noch ganz lange Musik und so, der braucht das vorm Spiel und ist so ein bisschen in seiner Welt. Sabi im Gegensatz gar nicht. Ich glaube, ich habe den noch nie oder ganz selten mal mit Kopfhörern gesehen, aber ist natürlich auch hier in der Kabine, gerade vorm Spiel dann im Tunnel, aber eher der lockere Typ, sage ich mal, dass wir dann noch ein, zwei Sachen bereden, aber ja, entspannte Gesellschaft hier auf jeden Fall. In Brakel sitze ich neben Julian Riasson und jetzt Jaden ist dazugekommen. Davor war Rami neben mir. Da ist natürlich erstmal von der Sprache anders, dass wir fast nur auf Englisch reden, obwohl Julian ja auch sehr gut Deutsch kann mittlerweile. Ja, da lerne ich mal von allem etwas quasi. Ne? Die jüngsten Ergebnisse werden euch auch nicht zufriedengestellt haben. Wird sowas, wenn es sportlich nicht ganz so von den Ergebnissen läuft, eher nur besprochen auf dem Trainingsplatz, in Sitzungen? Und sagt man sich, die Kabine, die lassen wir da außen vor, da versuchen wir eher andere Themen zu besprechen? Oder hält sowas auch in der Kabine in Brakel dann vorm Training bei euch Einzug? Wie müssen wir uns das vorstellen, in so einer Phase wie jetzt? Nee, wir reden da schon viel, auch in der Kabine quasi. Klar haben wir jetzt vor dem Training auch mal Einheiten im Kraftraum, aber die Jungs, die jetzt zum Beispiel nicht beim Physio sind oder andere Termine haben, sitzen dann quasi in der Kabine und die ist ja geräumig und da haben wir genug Platz. Und da gibt es schon die ein oder anderen Gesprächsthemen, gerade über Spiel, über unsere Leistung. Jetzt nach dem Spiel, gerade jetzt bei Niederlagen, ist es in der Kabine erstmal sehr ruhig. Da ist, glaube ich, jeder erstmal mit sich selber beschäftigt. Aber dann die Tage auf dem Trainingsplatz in Brakel tauschen wir uns da schon aus. Jetzt ist es ja so, dass ihr als Keeper immer deutlich vor den Spielern noch draußen seid zum Warmmachen. Wie muss man sich diese Phase denn dann vorstellen, während du dich, sag ich mal, schnell anziehen musst und die beiden Kollegen neben dir noch genug Zeit haben? Gib uns mal einen kleinen Einblick in dieses Kabinenleben dann beim Anziehen. Ich glaube so, das, was ich auch bisher kennengelernt habe im Laufe meiner Karriere, die Torhüter sind da schon mal ein bisschen spezieller, wenn wir jetzt reinkommen, auch mit Greg oder mit mir, dass wir uns zügig umziehen eigentlich, zügig die Sachen anziehen und uns dann natürlich im Kraftraum dennoch vorbereiten auf das Warm-up. Also hintendurch haben wir noch einen Kraftraum, wo wir dann auch noch Platz haben, uns so ein bisschen einrollen, ein bisschen Stabi machen. Ich glaube, das ist einfach die Position der Torwart, dass man da nicht so rumtrödelt, sage ich mal. Ich finde das jetzt auch nichts Schlimmes, aber der ist ja eine spezielle Position auch mit der Verantwortung, mit der Fokussierung, dass das da schon anfängt, dass man schnell aus seinem Trainingsanzug rauskommt, seine Warm-up-Sachen anzieht und dann auch natürlich zeitiger draußen ist, um dort sich auf das Spiel vorzubereiten. Ja, man merkt es ja, es ist deutlich enger, sage ich mal, langgezogen, gerade hier mit den Farben schwarz-gelb. Und ich glaube, das Stadion bei uns, das macht natürlich einiges für uns, aber auch, glaube ich, für den Gegner. Gerade wenn man hier kurz davor ist, rauszugehen, vor 80.000, das ist schon was Besonderes, das merkt man dann auch auf jeden Fall. Ja, kurz bevor ich rausgehe, bin ich eher ein Typ, der das ein bisschen lockerer sieht, der sich freut, dass es gleich rausgeht, dass wir hier ein Heimspiel haben vor 80.000 Fans. Man spricht nochmal mit dem einen oder anderen, vielleicht kennt man einen von der gegnerischen Mannschaft. Ansonsten die Torhüter haben auch immer ist das üblich, dass man sich gegenseitig nochmal alles Gute wünscht oder verletzungsfreies Spiel. Und dann ist einfach pure Freude, dass man dann rausgeht. Man hört ja auch schon die Fans, so das Lied, was vom Spiel läuft. Und dann ist für mich persönlich, dass ich das auch dann sehr genieße hier. Sechs Punkte hinter Platz 3 aktuell, 1 Punkt Vorsprung auf Platz 5. Wie bewertest du die Tabellensituation jetzt nach 2/3 der Saison? Ja, deutlich zu wenig für uns. Ich glaube, wir haben andere Ansprüche. Man muss sagen, wir sind eigentlich gut ins neue Jahr gestartet mit der Serie, haben dann dennoch durch die Saison jetzt zu viele Punkte liegen lassen, weil wir unser Spiel nicht über 90 Minuten durchgezogen haben. Hatten da phasenweise immer eigentlich in vielen Spielen die Kontrolle und haben dann noch unnötig Punkte abgegeben.
Jetzt gilt es einfach, das Minimalziel erstmal zu erreichen, den Champions League Platz. Stand jetzt sind wir auf Platz 4. Jetzt ist noch ein Drittel zu spielen. Wir haben alles noch in eigener Hand. Und darauf gilt es jetzt einfach zu fokussieren, dass wir gut arbeiten unter der Woche, dass wir kommunikativ sind, dass wir Sachen ansprechen und dann möglichst so viele Punkte zu holen, dass wir am Ende auf jeden Fall in die Champions League kommen. Es gilt einfach das, was man so ausstrahlt quasi. Das nimmt ja auch der ein oder andere Spieler wahr. Gerade das Verbale quasi, Gestik, Mimik, wie man da mit seinen Vorderleuten kommuniziert, da kann man schon was machen. Natürlich habe ich das ja nicht in eigener Hand, wie wir vorne die Abschlüsse verwerten, aber trotzdem hat da ja, denke ich, jeder eine Verantwortung zu tragen. Das, was man ausstrahlt auf dem Platz, in den Aktionen, dass man seine Aktionen einfach sauber spielt und der Mannschaft einfach ein gutes Gefühl gibt. Ja, auch spezielles Stadion mit den Fans ist auf jeden Fall eine hitzige Stimmung. Ich glaube, Union hat das die letzten Jahre sehr gut gemacht. Die sind ja jetzt auch in die Champions League gekommen, hatten dann in der Hinrunde einige Probleme, sind dann unten reingeraten. Mit dem Trainerwechsel haben sie sich jetzt auf jeden Fall stabilisiert und sind da so ein bisschen unten rausgekommen. Die wollen natürlich auch noch ein paar Punkte sammeln, deswegen die werden uns nichts schenken. Wir müssen einfach, was ich schon gesagt habe, unser Spiel über nicht nur eine Halbzeit, sondern über die kompletten 90 Minuten durchdrücken, sehr selbstbewusst auftreten und auf jeden Fall mit der vollen Überzeugung, dass wir dort gewinnen. Okay, fangen wir hier an. Bei BVB-Spielen, die Alex Meyer nicht gewonnen hat, sehe ich komplett schwarz. Okay, BVB Bayern, das habe ich nicht gewonnen. Dann weiß ich Bescheid. Das habe ich nicht gewonnen. Leipzig Dortmund, Schalke BVB, Heidenheim Dortmund, Man City Dortmund, Chelsea Dortmund, Eindhoven Dortmund. Das gewonnen, das gewonnen. Unentschieden, ja. Kopenhagen Dortmund und in Köln verloren. Das ist doch eine 4, ne? Schreib mal auf, damit ich mir das merken kann. Okay, dann haben wir das erste. Okay, kommen wir jetzt zum zweiten. MFG an deine Karrierestation. HSV, VfB, Ole Ole, SSV, BVB ist, was ich sehe. Durchgezählt 1, 2, 3 und ABC, nur im Logo, andernfalls Ojemini. Was ist da gesucht? Das ABC steht für? Alphabet. Alphabet. Und 1, 2, 3 könnte für? Für die Zahlen. Jetzt brauchst du Zahlen und Buchstaben, die musst du zählen. Jetzt ist die Frage, wo musst du Zahlen und Buchstaben? Vom SSV. Und? Und BVB. SSV und BVB, aber wo musst du zählen? Die Logos. Fangen wir mal beim SSV an. Ja, okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dein bisher einziges Spiel gegen Union Berlin am 22. März 2009. U19 Hamburger SV 2-0 gegen Union. Was haben wir denn hier? Die Aufstellung. Okay, da sind ein paar Fehler drin, ne? Okay, der ist auf jeden Fall, ich schreibe das hier mal runter. Okay, hier ist auf jeden Fall ein L. Also Lam, Shigin Lam. Das ist sogar einer meiner besten Kumpels hier, Sören Bertram. Da fehlt das R. Beistar, auch aktuell in der Baller League aktiv, da ist das E. Hier muss eigentlich, achso, André Hahn, das A. Das ist korrekt. Leverenz, Meier, Lars, jetzt weiß ich nicht mehr. Die nötigen Buchstaben für die richtigen Namen ergeben den richtigen Namen. Detmann, Brückmann, Meier. Der kann ja nur die beiden sein, oder? Da bist du auf der richtigen Fährte. Öser, das war Matt Ösel, das L. Ach, Matthias Haas, stimmt. Okay. Matze Haas. Was haben wir denn hier? Ich schreibe das mir mal hier ein bisschen auf. Wir haben ein H, wir haben ein L, wir haben ein E, R, L, A. Boah, da bin ich ja richtig gut drin in so einem Spiel. A. Unser Stürmer. Haller. Und das ist die 9. Hey. Also haben wir 4, 9 und 7. Und die Reihenfolge klärt sich hier. Nach all den Rätseln heißt es jetzt Größe zeigen und den Code richtig sortieren.
497. Das heißt, die kleinste Nummer ist die 497, hätte ich jetzt gesagt. Ich hoffe, ich komme hier raus, ehrlich. Ich habe noch keine Lust, hier noch eine Nacht zu verbringen. Yes, das geht schon mal. Yeah! Endlich! Lass mich raus hier! So, und jetzt ab nach Berlin.